Willkommen bei Dynamo Calisthenics. Mein Name ist Achim und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach zu Hause ohne irgendein Equipment trainieren könnt. Ich höre immer wieder Leute sagen, dass sie keine Zeit haben, ins Fitnesscenter oder an einen Ort zum Trainieren zu fahren oder dass sie gar keinen passenden Ort zum Trainieren haben. Und um dieses Argument zu eliminieren, möchte ich euch heute Übungen zeigen, für die ihr echt gar nichts braucht. Je nachdem, wie ihr sie dann aneinander reiht und auswählt, könnt ihr daraus ein Kraft-, Muskelaufbau oder auch Kraft-Ausdauertraining mit Fokus auf Fettverbrennung zusammenstellen. Jeder, der Calisthenics betreibt, weiß, dass man schon mit einer Klimmzugstange oder einem Schlingentrainer oder mit Ringen relativ weit kommen kann. Wenn ihr sowas schon habt, könnt ihr euch vielleicht mein Video zu den Basics, das ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, helfen. Dort zeige ich, wie ihr Übungen damit machen könnt. Heute geht es aber wirklich darum, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht mal das zur Verfügung habt. Wenn ihr Calisthenics betreiben wollt, zahlt es sich aber natürlich schon aus, auch in sowas zu investieren. Nachdem ich euch einige Übungen, die den ganzen Körper abdecken, gezeigt habe, möchte ich euch auch noch zeigen, wie ihr euch daraus selbstständig ein Training zusammenbasteln könnt, das an eure eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Später findet ihr im Video auch noch einen beispielhaften Trainingsplan, den ihr euch herunterladen könnt, um ihn nachzumachen. Gleich zu Beginn möchte ich euch sagen, dass mir bewusst ist, dass das Video relativ lang ist, aber nach dem Teil, an dem ich die Übungen vorstelle, werde ich auch noch einiges zur Trainingsplanung selbst sagen. Und das ist mir wichtig, dass ich euch da was mitgeben kann. Deswegen, die Leute, die das nicht interessiert, können sich die Übungen anschauen und danach wieder abdrehen. Die anderen können ja dranbleiben. Es zahlt sich aber auf jeden Fall aus, das Video zu Ende zu schauen, wenn ihr wirklich vorhabt, zu Hause zu trainieren. Ich werde euch jetzt Übungen von verschiedenen Schwierigkeitsstufen zeigen, so dass jeder davon etwas hat, egal auf welchem Level er ist. Ich werde den ganzen Übungen jeweils 3 Schwierigkeitsklassen, leicht, mittel und schwer, zuweisen. Bitte beachtet aber, dass diese Einteilung nur ungefähr ist und dass es da keine klaren Grenzen gibt. Damit ihr einen noch besseren Überblick habt, werde ich den Übungen außerdem immer eine von 4 Muskelgruppen, mit denen wir den Körper grob einteilen können, zuteilen. Das sind folgende. Erstens, muskelziehende Bewegungen ausführen. Also Bizeps, Unterarme, hintere Schultern und obere Rücken. Sie werden zum Beispiel beim Klimmzug oder beim Rudern trainiert. Zweitens, muskelbedrückende Bewegungen ausführen. Also Brust, Trizeps, vordere Schulter und in manchen Fällen auch nochmal die Unterarme, je nachdem wie fest ihr greifen müsst. Sie werden zum Beispiel beim klassischen Liegestütz trainiert. Drittens, Muskeln der Körpermitte. Also der vordere Bauch, der seitliche Bauch, der untere Rücken und auch noch einige Muskeln, die im Inneren des Körpers verlaufen, die man von außen gar nicht sehen kann. Sie werden zum Beispiel beim Plank oder bei Leg Raises trainiert. Und viertens noch die Beinmuskulatur. Hier könnte man wiederum genauer unterteilen, aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Die gesamte Muskulatur der Beine arbeitet außerdem bei den meisten Bewegungen sowieso relativ komplex zusammen. Die Beine werden, wie ihr wisst, zum Beispiel bei einer Kniebeuge trainiert. So viel zur Theorie, jetzt wird es aber Zeit, mit den Übungen anzufangen. Los geht's! Erstens, Übungen für die ziehende Muskulatur. Ruderbewegungen sind klassische Zugübungen und treffen eigentlich die komplette Zugmuskulatur. Ihr könnt euch ein Handtuch oder einen Bettlaken oder was auch immer ihr zu Hause habt, in die Tür einklemmen, um daran zu rudern. Passt dabei nur auf, dass ihr das Ganze in Schließrichtung der Türe macht, damit ihr die Tür bei der Übung dann nicht aushebelt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr schon mit der Übung anfangen. Ihr nutzt einfach den ganzen Bewegungsradius aus und zieht euch aus der kompletten Streckung, so weit wie es noch geht, mit dem Körper in Richtung Türe. Achtet hier darauf, den Körper unter Spannung zu behalten, den vollkommenen Bewegungsradius auszunutzen und mit den Ellbogen stabil zu bleiben. Die Schwierigkeit könnt ihr hier durch Abstand und Höhe selbst wählen. Probiert am besten einfach aus, was für euch möglich ist. Ein bisschen schwerer wird das Ganze dann, wenn ihr es zum Beispiel an einer Tischkante macht. Hier ist nämlich erstens mehr Griffkraft gefragt und zweitens ist der Körper in einer horizontaleren Position und deswegen lastet mehr Gewicht auf den Armen und weniger Gewicht auf den Beinen. Hier könnt ihr variieren, indem ihr die Breite wechselt. Das Ganze wäre auch zwischen 2 Sesseln mit zum Beispiel einem Besenstieg möglich. Hier müsst ihr aber darauf achten, dass die Sessel natürlich erstens stabil sind und dass ihr zweitens relativ nah an der Auflagefläche greift, um den Stiel nicht unnötig zu belasten, weil der Hebel in der Mitte natürlich viel größer ist. Eine isolierende Übung, die ihr für den Bizeps machen könnt, sind Bizeps Curls am Handtuch oder Leintuch oder was auch immer ihr halt zu Hause habt. Dazu müsst ihr es diesmal aber oben und nicht seitlich in der Türe einklemmen. Ihr könnt hier zum Beispiel eine Lasche machen und einen Stift hineinlegen, damit das Handtuch oder die Decke nicht durch die Türe rutscht. Hier findet die Bewegung diesmal nur im Ellbogengelenk statt. Ihr zielt also darauf ab, eure Hände möglichst nahe zu euren Schultern zu bringen und zieht anders als beim Rudern die Ellbogen nicht nach hinten, sondern lasst sie in der gleichen Position. Neben dem Bizeps trainiert ihr euch so auch noch sehr gut eure Unterarme, da ihr natürlich fest zupacken müsst. Eine schwierigere Übung sind Klimmzüge an einer Kante. Sie beanspruchen die komplette Zugmuskulatur und können natürlich je nach Umgebung gemacht werden. Ich habe zu Hause zum Beispiel keine Türstöcke, die weit genug rausstehen, um mich dran zu hängen, kann sie aber zum Beispiel an meinem Bett mit hochgezogenen Beinen machen. Auch hier gilt wieder das gleiche wie beim Rudern, nutzt den vollen Bewegungsradius und arbeitet kontrolliert.
Vielleicht habt ihr zu Hause eine bessere Gelegenheit oder sowieso eine Klimmzugstange in der Tür. Klimmzüge sind auf jeden Fall eine der effektivsten Übungen für die Zugmuskulatur und deswegen würde ich euch auch empfehlen, sie zu machen, wenn ihr eine Möglichkeit dafür habt. Was ihr aber vermutlich überall machen könnt, sind Klimmzüge an einer Tür selbst. Ihr könnt euch dabei was unterlegen, falls ihr euch nicht sicher seid, ob die Scharniere hält, um somit die Belastung zu reduzieren. Diese Übung reizt vor allem auch die Unterarme, weil ihr euch natürlich anständig festhalten müsst. Ihr könnt entweder normal greifen oder auch auf den Handballen im sogenannten False Grip greifen, falls eure Kante vielleicht unangenehm ist. Außerdem könnt ihr euch sonst natürlich etwas wie ein Handtuch unterlegen, um besser greifen zu können. Wer schon besonders stark ist, schafft außerdem vielleicht Muscle-Ups auf der Türe und kann somit dann auch noch zusätzlich seine Druckmuskulatur im oberen Teil der Bewegung reizen. Zweitens, Druckübungen. Eine relativ leichte Druckübung, die ihr fast überall machen könnt, sind Bankdips. Die könnt ihr an fast jeder Kante, wie zum Beispiel an einem Sessel oder am Badewannenrand, machen. Sie beanspruchen die gesamte Druckmuskulatur und sind auch eine gute Vorbereitung auf die normalen Dips, zu denen ich nachher noch kommen werde. Die Schwierigkeit könnt ihr euch hier nochmal selbst durch die Beinstellung einstellen. Nutzt wieder den gesamten Bewegungsradius aus und geht aber nur so tief, wie ihr es kontrollieren könnt. Die Ellbogen sollten während der Bewegung stabil bleiben. Der nächste Klassiker, den man überall machen kann, sind natürlich die Liegestütze. Ihr könnt neben der normalen Variation auch engere Liegestütze machen, wenn ihr euren Trizeps mehr reizen wollt. Alle Variationen gehen natürlich auch auf den Knien, um es euch zu erleichtern. Hier solltet ihr auch wieder den vollen Bewegungsumfang ausnutzen und ganz hinunter und ganz hinauf gehen. Ein Fehler, der hier oft gemacht wird, ist es auszuweichen, indem man den Kopf nach vorne streckt und die Ellbogen nach vorne bringt. Das solltet ihr vermeiden. Außerdem solltet ihr darauf achten, den Körper gerade und unter Spannung zu halten und mit den Schultern nicht einzufallen. Eine andere gute Möglichkeit, vor allem die Schultern und die Brust zu reizen und die Liegestütze zu erschweren, sind tiefe Liegestütze. Dabei könnt ihr euch etwas hernehmen, um noch tiefer heruntergehen zu können. Geht aber in keine tiefere Position als in eine Position, in der ihr stabil seid. Theoretisch könnt ihr das Ganze zum Beispiel auch wie hier in einer Badewanne machen. Eine andere Variante sind Peak Push-Ups. Sie reizen mehr die vordere Schulter. Dabei geht ihr einfach mit euren Füßen weiter nach vorne und bringt sozusagen den Hintern in eine höhere Position. Je nach Winkel könnt ihr die Schwierigkeit auch hier wieder selbst regulieren. Das Ganze könnt ihr auch wieder auf eine Erhöhung machen, um noch tiefer hinuntergehen zu können und den vollen Bewegungsradius auszunutzen. Handstand-Liegestütze stellen schon eine relativ fortgeschrittene Variation dar. Ihr könnt sie natürlich auch an einer Wand machen, um somit nicht die Balance zu brauchen. Achtet hier darauf, stabil zu bleiben und ganz herunter zu gehen. Ihr könnt somit super eure Schultern und auch den Trizeps reizen. Die nächste Variante sind Push-Ups mit den Händen auf etwas rutschigen. Ich habe hier zum Beispiel einfach Zeitungspapier verwendet. Ihr könnt mit euren Händen in verschiedene Positionen rutschen, um zusätzlich die Stabilität und Kraft in Schultern und Brust zu fördern. Ein anderer Klassiker, den man auch an vielen Orten machen kann, sind Dips. Die habe ich ja vorher schon erwähnt. Je nachdem, wie ihr zu Hause Platz habt, könnt ihr sie an verschiedenen Kanten machen oder euch zum Beispiel so wie hier 2 Sessel zusammenstellen. Seht euch am besten einfach um, ob ihr eine Gelegenheit findet. Sie sind eine der effektivsten Übungen für die Druckmuskulatur und beanspruchen wieder Brust, Trizeps und Schulter. Arbeitet hier auch wieder kontrolliert und geht nur so tief herunter, wie ihr es auch stabil halten könnt. Eine Übung, mit der ihr euren Trizeps gut trainieren könnt, sind Trizeps Extensions. Die könnt ihr an allen möglichen Kanten machen. Die Schwierigkeit könnt ihr hier auch wieder durch den Abstand oder auch durch die Höhe der Kante variieren. Versucht hier nur mit dem Trizeps zu drücken und so tief es geht hinunter zu gehen. Die Bewegung findet auch hier wieder nur im Ellbogen statt. Kommen wir jetzt zu den Übungen für die Körpermitte. Ein Klassiker, den ihr hier wahrscheinlich schon kennt, ist der normale Plank oder der Side Plank. Damit könnt ihr den vorderen bzw. den seitlichen Bauch und die Hüfte statisch trainieren. Achtet darauf, eure Schultern rauszudrücken und den Körper gerade und unter Spannung zu halten. Eine andere Variation des Side Planks ist das seitliche Hüftheben, das ihr auf eine Erhöhung machen könnt. Dabei könnt ihr noch ein wenig tiefer hinuntergehen und den Muskel wirklich in seinem vollen Bewegungsradius reizen. Die nächste klassische Übung für den Bauch und die Hüfte sind Klappmesser. Die könnt ihr entweder gehockt oder gestreckt machen. Wenn ihr sie gehockt macht, könnt ihr euren Bauch noch ein Stück weiter kontrahieren. Wenn ihr sie gestreckt macht, sind sie dafür ein wenig schwieriger. Nutzt auch hier wieder den vollen Bewegungsradius und streckt euch komplett aus und geht komplett zusammen. Eine Möglichkeit, den vorderen und seitlichen Bauch und gleichzeitig auch noch den unteren Rücken zu trainieren, ist das seitliche Rollen. Dabei hebt ihr Arme, Schulter und Beine in die Höhe und versucht euch dann, ohne mit diesen Gliedmaßen den Boden zu berühren, komplett zu drehen.
Arme und Beine sollten die ganze Zeit über in der Luft sein und versucht die Übung so kontrolliert wie möglich auszuführen. Die nächste Übung, die ihr zwischen zwei Objekten wie zum Beispiel Sessel machen könnt, sind Leg Raises. Auch hier gibt es die gehockte und gestreckte Variante. Außerdem könnt ihr sie seitlich machen, wenn ihr auch noch ein bisschen mehr den seitlichen Bauch reizen wollt. Eine andere schwierigere Variante ist es, hier im Hängen an der Tür zu machen. Eine tolle Übung, um den Bauch relativ stark zu reizen, sind Mountain Climbers auf etwas Rutschigen. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen Teppich verwendet. Dabei versucht ihr eure Knie so nah wie möglich zur Brust zu bringen und dabei trotzdem in den Schultern stabil zu bleiben. Auch hier gibt es wieder eine seitliche Variante. Die letzte Übung, die ich euch für den Bauch zeigen will, ist schon eher etwas für Fortgeschrittene. Und zwar sind das Dragon Flex. Ihr könnt sie überall, wo es etwas Stabiles zum Daruntergreifen gibt, machen. Versucht euren Körper komplett gestreckt zu halten und die Hüfte immer oben zu behalten. Eine Variante, die ihr machen könnt, falls ihr noch nicht stark genug seid und trotzdem die Körperspannung dafür trainieren wollt, sind ganz einfach negative Wiederholungen. Dabei streckt euch nach oben aus und haltet einfach so lange dagegen, wie es für euch möglich ist. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einige Beinübungen zeigen. Ich selbst trainiere meine Beine gerne mit Gewichten oder mit Übungen wie Sprints. Ich finde nicht, dass man unbedingt darauf beharren muss, seine Beine ausschließlich mit dem eigenen Körper durchzutrainieren. Trotzdem gibt es natürlich einige sehr sinnvolle Übungen, die ich selbst auch gerne in mein Beintraining dazu nehme, die ihr machen könnt, wenn ihr keinen Platz oder keine Möglichkeiten für etwas anderes habt. Die erste ist für euch bestimmt nichts Neues, und zwar die klassische Körpergewichtskniebeuge. Das Problem, was man hier hat, ist, dass die Kniebeuge ohne zusätzliche Erschwerung kaum einen effizienten Reiz für den Körper darstellt. Dafür müsste man viel zu viel Wiederholungen machen und es wäre im Endeffekt eigentlich nur ein Ausdauertraining. Bei Leuten, die keine tiefe Kniebeuge können, scheitert es deswegen meistens an der Mobilität und nicht an der Kraft an sich. Es gibt trotzdem einige Möglichkeiten, die man machen kann, um die Kniebeuge zu erschweren. Bei allen Varianten davon solltet ihr darauf achten, dass ihr aufrecht steht und eure Knie stabil sind und nicht nach innen fallen. Die erste Erschwerung ist die Sprungkniebeuge. Dabei macht ihr im Prinzip eine normale Kniebeuge, geht so tief hinunter wie ihr könnt und drückt euch dann aber so explosiv wie möglich nach oben. Beim Rollspringen könnt ihr nochmal extra mit den Zehenballen in den Boden drücken, um die Wadenmuskulatur gleich mitzureizen. Eine andere sehr ähnliche Variation wäre der Boxjump. Das geht zu Hause meistens nicht, aber ihr könnt das wahrscheinlich auf irgendeine Erhöhung, wie zum Beispiel hier aufs Sofa machen. Auch die Übung könnt ihr natürlich auf verschiedene Varianten machen. Ich mache sie ganz gerne so schnell wie möglich und versuche dabei wirklich nur mit den Zehenballen den Boden zu berühren, um wirklich die Sprungkraft zu trainieren. Die einbeinige Kniebeuge, die ihr vielleicht schon aus meinem Basics-Video kennt, ist hier ebenfalls zu nennen. Sie ist allerdings nicht für jeden sofort schaffbar und deswegen könnt ihr sie euch erleichtern, indem ihr euch zum Beispiel so wie hier an einer Tür festhaltet. Achtet darauf, dass ihr wirklich mit der Ferse am Boden bleibt und kontrolliert arbeitet und nicht mehr helft, als es nötig ist. Eine andere Variation, die vor allem die Mobilität fördert, ist der Archer Squat. Hierbei stellt ihr euch breiter als schulterbreit hin und versucht dann mit einem gestreckten und einem gebeugten Bein herunterzugehen. Dabei könnt ihr versuchen, mit dem gestreckten Bein trotzdem nach oben zu ziehen. Achtet darauf, dass ihr auf der Ferse bleibt und arbeitet wieder kontrolliert und in einer aufrechten Haltung. Bulgarian Squats sind eine gute Möglichkeit, eure Beine auf eine bisschen andere Art und Weise zu reizen. Ihr könnt sie einerseits auf eine Erhöhung machen, um ein bisschen mehr Dehnung hineinzubekommen, oder mit Sprüngen kombinieren. Normale Bulgarian Squats am Boden stellen nämlich auch keinen so extrem starken Reiz dar. Außerdem könnt ihr sie mit den Archer Squats kombinieren und somit ein bisschen komplexere Übungsfolgen zusammenstellen. Das ist außerdem eine gute Möglichkeit, um die Mobilität in der Hüfte zu fördern und Verspannungen vorzubeugen, denen die meisten von uns ausgesetzt sind, weil wir den ganzen Tag sitzen. Eine andere, die Explosivkraft fördernde Übung sind Steppings. Ihr könnt sie zum Beispiel wie hier auf einem Sofa machen. Dabei könnt ihr auch wieder darauf achten, so schnell wie möglich zu sein und mit der Ferse nicht am Boden aufzukommen, um die Sprungkraft noch mehr zu fördern und einen stärkeren Reiz darzustellen. Die letzte Übung, die ich euch hier noch zeigen will, ist Wadenheben. Sie ist nicht unbedingt nötig, da die Waden bei den meisten Sprungkraftübungen sowieso mittrainiert werden. Wenn ihr aber eine Isolationsübung für die Waden wollt, könnt ihr sie ja trotzdem machen. Nutzt hier wieder den Vollbewegungsradius aus. Ihr könnt sie als Variation auch einbeinig machen. So, jetzt habt ihr schon mal alle möglichen Übungen gesehen, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Es sind natürlich nicht alle Übungen, sondern nur ein kleiner Ausschnitt und es gibt nahezu unendlich viele Variationsmöglichkeiten, aber ich glaube, mit denen könnt ihr ganz gut alle Muskelgruppen abdecken. Jede Wohnung schaut natürlich auch noch ein bisschen anders aus,
Also vielleicht könnt ihr manche der Übungen, die ich gezeigt habe, doch nicht machen. Und ich will euch da echt raten, einfach kreativ zu sein und auszuprobieren, was bei euch so möglich ist. Und nicht zu sagen, ja, ich kann das nicht genauso machen, deswegen mache ich die Übung nicht. Wie ihr seht, sind die Übungen relativ simpel und vielleicht auch gar nichts Neues für euch. Manche davon kennt ihr vielleicht schon aus meinen anderen Videos oder von woanders. Auch wenn man zu Hause trainiert, muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern kann die Übungen, die gut funktionieren, so anpassen, dass man sie dort macht. Die ganzen klassischen Übungen wie Rudern, Liegestütz oder Kniebeugen sind nicht umsonst die Basics im Calisthenics, sondern haben sich ja vielfach bewährt. Vielleicht habt ihr sowieso schon euer Trainingsschema, in das ihr die Übungen einbauen könnt, oder ihr wollt die Übungen einfach nur machen, wenn ihr vielleicht mal keine andere Gelegenheit habt, woanders zu trainieren. Vielleicht befindet ihr euch aber tatsächlich in der Lage, dass ihr nicht viel Zeit habt und nur zu Hause trainieren könnt. Und wenn euch das betrifft, will ich euch jetzt zeigen, wie ihr aus den Übungen zu Hause ein Training zusammenstellen könnt. Wenn ihr jetzt vielleicht ein kurzes Ganzkörper-Workout machen wollt, könnt ihr ganz einfach nach folgendem Schema vorgehen. Ihr sucht euch zu jedem der 4 Muskelgruppen einige Übungen, die euch gefallen haben, aus und bastelt euch daraus dann euer eigenes Zieltraining zusammen. Dabei könnt ihr ganz einfach immer eine Zugübung, dann eine Druckübung, dann eine Übung für die Körpermitte und dann eine Beinübung machen. Und von dem Ganzen dann 5, 6, 7 oder was weiß ich wie viele Runden machen und das Schema wiederholen. Schreibt euch also einfach Übungen raus, die ihr machen wollt und hängt sie nach diesem Schema aneinander und schon habt ihr ein fertiges Training. Mit den Wiederholungen würde ich in dem Fall nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig gehen, um eine gute Balance aus Kraft- und Ausdauertraining zu haben. Als groben Richtwert könnt ihr euch dann mal 7 bis 15 Wiederholungen hernehmen. Da ist aber keine fixe Regel und ihr könnt natürlich auch variieren, das schadet nämlich nie. Außerdem braucht der Körper für Übungen, die er erst lernen muss, einen relativ starken Reiz, um sie besser einzuprogrammieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Liegestütz lernen wollt, macht es mehr Sinn, in den ersten Runden vielleicht nur 2 oder 3 zu machen, wenn ihr nicht mehr schafft, also macht sie sofort auf den Knien und macht dafür 10 oder 20. Wenn ihr so viel macht wie geht und an euer Limit geht, werdet ihr euch sowieso steigern und dann in Zukunft die Übung besser in eurem Training verwenden können. Das ist besser, als für euch schwierige Übungen komplett wegzulassen, weil ihr davon vielleicht noch keine 10 Wiederholungen schafft. Manche von euch machen vielleicht außerdem nebenbei eine Sportart, die zum Beispiel mehr auf die Beine oder auf eine andere Muskelgruppe geht, sagen deshalb, sie wollen die nicht drin haben. In dem Fall könnt ihr dann einfach immer die jeweilige Runde für die Muskelgruppe, die ihr nicht trainieren wollt, weglassen. Wie viele Runden ihr macht, hängt natürlich nur davon ab, wie viel Zeit ihr habt oder investieren wollt. Nicht jeder von euch wird extrem viel Zeit ins Training investieren wollen oder können. Deshalb schaut einfach, wie viel Zeit ihr dafür aufbringen könnt und macht das Beste draus. Mehr ist hier leider tatsächlich auch meistens mehr, aber weniger ist immer noch viel besser als gar nichts. Für alle Leute, die von mir eine fixe Nummer hören wollen, sage ich jetzt zumindest, dass es gut wäre, nicht weniger als 3 solcher Runden zu machen. Wenn ich übrigens eine bestimmte Wiederholungsanzahl sage, meine ich damit natürlich, dass ihr die Übung so einstellen sollt, dass ihr die gerade noch schafft und nicht, dass die letzte Wiederholung genauso leicht wie die erste geht. Bei den meisten Übungen, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr euch die Schwierigkeit selbst einstellen, indem ihr entweder den Winkel verändert oder die Höhe oder den Griff ändert. Ihr könnt in den ersten Runden vielleicht ruhig ein bisschen weniger machen und dafür schwierigere Übungen hernehmen und dann in den letzten Runden mehr machen und dafür leichtere Übungen wählen, um euch auszupowern. Dafür, dass ihr an euer Limit geht, ist jeder von euch selbst zuständig und ohne das ist ein effizientes Training auf Dauer nur schwer möglich. Ein häufiger Fehler, der nämlich gemacht wird, ist es, Widerstände zu wählen, die eigentlich zu leicht sind. Wenn man den Körper nämlich nicht ab und zu über das Limit hinausbringt und neue Reize setzt, wird man irgendwann auf ein Plateau kommen und stehen bleiben. Ihr müsst jetzt nicht bei jedem einzelnen Satz auf Biegen und Brechen auf die allerletzte Wiederholung gehen, aber ihr solltet schon schauen, dass ihr eher an euer Limit kommt, anstatt zu leichte Reize zu setzen. Ihr könnt das gleiche Trainingsschema für verschiedene Reize verwenden. Wenn es zum Beispiel euer Ziel ist, mehr Kalorien und Fett zu verbrennen, könnt ihr die Pausenzeiten kürzer halten, um euren Kreislauf so mehr in Schwung zu bringen. Ihr reißt dann zwar die einzelnen Muskeln nicht so sehr, da sie sich nicht so gut erholen können, aber es ist wichtiger, euren Kreislauf in Schwung zu bringen, wenn ihr abnehmen wollt, als die einzelnen Muskeln wirklich ans Ende zu bringen. Außerdem könnt ihr ja von Runde zu Runde trotzdem noch variieren. Mit den Wiederholungen würde ich in dem Fall nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig gehen, um eine gute Balance aus Kraft- und Ausdauertraining zu haben. Grundsätzlich tendiert die wissenschaftliche Meinung zurzeit sowieso dazu, dass es gar nicht so sinnvoll ist, nur ausdauerlastiges Training zu machen. Das liegt daran, dass man bei extremen Ausdauertraining die Muskeln selbst teilweise gar nicht mehr so stark kräftigt. Wenn ich jetzt aber ein Training mache, das auf die Kräftigung der Muskeln abzielt und das mit einer hohen Intensität betreibe, trainiere ich die Ausdauer sowieso automatisch mit. Man kann also um den gleichen Preis, indem man Richtung Ausdauer und Fettverbrennung trainieren kann, ebenfalls in Ausdauer, Fettverbrennung und Kräftigung der Muskeln trainieren. Also ist es sinnvoller, die zweite Variante zu wählen. Macht euch deshalb keine Sorgen, wenn ihr nicht bei jeder einzelnen Übung auf extrem viele Wiederholungen kommt, sondern achtet einfach darauf, dass ihr die Intensität des Gesamttrainings relativ hoch hält. Dann ist schon alles in Ordnung. Wenn ihr jetzt vom Körpertyp eher dünn seid, also eher wenig Muskeln und auch wenig Fett habt, wird euch das Kalorienverbrennen eher weniger Sorgen machen. In dem Fall könnt ihr dann die Pausen ein wenig länger halten, so dass ihr euren Muskel bis ans Ende reizen könnt.
Den Muskel selbst kann man nämlich besser ans Limit bringen, weil man ein wenig mehr erholt ist, da natürlich auch die Ansteuerung und die Koordination erhöht ist, wenn man nicht so ausgepowert ist. Das Ganze hängt natürlich aber wie gesagt schon von eurer Zeit ab. Wenn ihr jetzt nur 20 Minuten Zeit habt zu trainieren, würde ich euch jetzt trotzdem nicht unbedingt empfehlen, 2 Minuten lange Pausen zu machen, weil es so einfach zu nichts kommen werde. Schaut einfach, dass ihr da einen richtigen Mittelwert findet. Als eine relativ kurze Pause würde ich eine Pause bezeichnen, die vielleicht 20 bis 45 Sekunden lang andauert, und eine längere Pause dauert vielleicht 60 bis 90 oder vielleicht 120 Sekunden. Auch hier gibt es natürlich keine fixen Richtwerte, meistens probiert ihr das einfach selbst aus. Was auch noch gesagt gehört, ist, dass natürlich Muskel- und Fettabbau auch sehr stark von eurer Ernährung abhängt. Ihr könnt euch also nicht erwarten, dass ihr sehr viel abnehmen wird, wenn ihr zwar hart trainiert, aber auch extrem viel Müll lässt. Worauf ihr auch achten solltet, ist, dass ihr die Übungen, die euch besonders schwer fallen, am Anfang eures Trainings macht, weil ihr hier noch frische Kraft habt und sozusagen bessere und qualitativ hochwertigere Versuche zusammenbekommt, als wenn ihr das am Ende macht. So werdet ihr euch auch eher in den jeweiligen Übungen, die euch schwerfallen, verbessern. Wenn ihr das Training 1 bis 3 Mal die Woche macht, seid ihr schon einmal nicht so recht dabei. Einmal ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wenig ist immer noch besser als gar nichts. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, auch öfter trainieren. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu 2 downloadbaren gratis Trainingsplänen, die ihr anhand der Übungen, die ich gerade gezeigt habe, nachmachen könnt. Der eine ist eher intensiver und für Leute, die neben dem Kraftaufbau auch noch den Fettanteil senken wollen, und der andere ist nicht ganz so intensiv und zielt deshalb mehr auf Kraft- und Muskelaufbau ab. Die 2 Pläne sind jeweils für ein Ganzkörpertraining, das ihr in nicht allzu langer Zeit zu Hause nachmachen könnt. Für dieses Training habe ich eher leichte bzw. mittelschwierige Übungen gewählt, damit auch gut für Anfänger nachmachbar ist. Wenn ihr schon so weit seid, die schweren Übungen zu beherrschen, solltet ihr ohnehin auch in der Lage sein, euch ein Training daraus zusammenzustellen. Falls das nicht so ist, könnt ihr die Übungen ja selbstständig ersetzen. Ihr könnt dieses Training natürlich auch mit vielen anderen Übungen, die ihr vielleicht schon kennt, ergänzen. Und vielleicht habt ihr sogar eine Klimmzugstange oder ähnliches zu Hause und könnt deswegen noch mehr Übungen machen. Dann sagt natürlich niemand, dass ihr das nicht tun sollt. Am besten ändert ihr den Trainingsplan einfach so ab, dass er euren eigenen Bedürfnissen entspricht. Ich weiß ja sowieso nicht, wer alle das Video anschaut, und deswegen ist der Trainingsplan jetzt auf keine bestimmte Person abgestimmt. Die detaillierten Infos sind ebenfalls bei den jeweiligen Plänen dazu geschrieben, damit ich jetzt hier im Video nicht ewig lang darüber reden muss. Bitte beachtet, dass dieser Trainingsplan natürlich nicht der einzig wahre Trainingsplan ist, sondern nur eine von 19 unendlich vielen Möglichkeiten, diese Übungen sinnvoll aneinander zu reihen. Ihr könnt den, wenn ihr wollt, also gerne nachmachen, aber wenn ihr Lust darauf habt, könnt ihr euch natürlich auch euer eigenes Training anhand von dem, was ich gerade vorher erzählt habe, zusammenstellen. Auch mit den Wiederholungen selbst könnt ihr, wie gesagt, nach Belieben variieren. Je nachdem, wie ihr trainieren wollt, habt ihr hier zum Schluss nochmal einen kurzen Blick darüber, welche Wiederholungsanzahl welchen Reiz setzen. 3 bis 6 Wiederholungen sind im Normalfall Maximalkraft, also weniger kreislauflastig und eher belastend für den Muskel an sich. 7 bis 15 Wiederholungen ist eher Muskelaufbautraining, wobei der vom restlichen Trainingsstil und Kalorienüberschuss abhängt. Lasst euch aber nicht vom Namen täuschen, auch hier kann natürlich der Kreislauf und der Fettabbau sehr stark angekurbelt werden. Es hängt nämlich nicht nur von den Wiederholungsanzahlen ab, sondern natürlich auch von der Intensität des gesamten Trainings. 16 oder mehr Wiederholungen sind in der Regel Kraft-Ausdauertraining, also mehr kreislauflastig als belastend für den betroffenen Muskel an sich. Hier kann man es aber auch übertreiben. Mehr Wiederholungen müssen nämlich nicht immer mehr Effizienz bedeuten, nicht mal dann, wenn es um den Fettabbau geht. Wenn die Wiederholungen nämlich schon zu leicht sind, stellen sie kaum mehr einen Reiz für den Körper dar, und deswegen wird die Gegenreaktion entsprechend niedrig ausfallen und ihr müsst nicht unbedingt mehr Fett abbauen, nur weil ihr jetzt mehr Wiederholungen gemacht habt. Manchmal ist es in dem Fall wirklich besser, eine schwierigere Übung zu wählen und weniger Wiederholungen zu machen und dafür mehr ans Limit zu gehen. Beachtet bitte, dass die Übergänge hier überall fließend sind und die Trainingseffizienz und Reize von viel mehr, also der Wiederholungsanzahl an sich, abhängig sind. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Aufwärmen. Je nachdem, wie hart das Training sein soll, das ihr gleich machen werdet, müsst ihr euch natürlich entsprechend aufwärmen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr euch eher für Übungen aufwärmen müsst, bei denen ihr nur wenige Wiederholungen schafft, weil das für den Körper ganz einfach eine höhere Belastung darstellt. Beim Aufwärmen geht es ja darum, die Strukturen auf die Belastung vorzubereiten, und wenn ihr ohnehin schon 20 Wiederholungen von einer Übung schafft, müsst ihr euch wahrscheinlich nicht großartig dafür aufwärmen. Meistens passt es, wenn ihr da einfach nach Gefühl arbeitet und zu trainieren beginnt, weil ihr euch warm fühlt. Passt das Aufwärmen also einfach an euer Training an. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Video einen groben Überblick darüber geben können, wie man selbstständig zu Hause trainieren kann. Falls ihr gerne nach Plan trainiert, dann schreibt doch einfach Übungen wie vorher beschrieben raus oder arbeitet nach den Plänen, die ich euch hier zum Download zur Verfügung gestellt habe. Verändert ihn außerdem ruhig nach Belieben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt von der einen Übung vielleicht mehr oder von der anderen weniger machen. Das Wichtigste, wenn man Fortschritt machen will, ist es, danach zu streben, sich zu steigern und auch immer wieder schwierigere Variationen zu meistern. Ihr könnt ja ab und an mal den Anfang eures Trainings dazu nutzen, auszuprobieren, ob euch vielleicht auch schon eine schwierigere Variation geht, von der ihr noch gar nicht gedacht habt, dass sie möglich ist. Achtet außerdem immer auf eine saubere Ausführung und seid selbstkritisch mit euch. Filmt euch bei Bedarf selbst, um zu kontrollieren, ob die Ausführung in Ordnung ist.
Wenn ihr Anfänger seid und noch mehr zu dem Thema Calisthenics und Training mit dem eigenen Körpergewicht wissen wollt, kann ich euch empfehlen, meine vorher schon erwähnte Videoserie zu dem Thema anzuschauen. Dort erkläre ich noch einige zusätzliche Sachen. Den Link dazu findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es seit neuestem auch eine Dano Calisthenics Website, auf der ihr alle meine Angebote und Infos zu verschiedenen Themen finden könnt. Der Link dazu ist wie alles andere auch in der Videobeschreibung. Ansonsten war's es mit dem Video. Teilt das Video mit anderen Leuten, wenn ihr wisst, dass es jemandem, den ihr kennt, helfen könnte. Falls ihr noch Anregungen, Kritikpunkte oder Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.